Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Micha, der Kameramann, freut Genau. sich dabei zu sein. schön im Regen stehen sie beide hier unterm Baum mit dem Vogelhaus. Und das für euch richtig schön dekoriert, ganz natürlich. Wie versprochen habe ich gesagt, ich mache ein Vogelhäuschen, ein kleines Zuhause für die Vögel. Wir haben zwar ganz viel hier oben hängen, aber das ist heute unser Thema, ihr Lieben. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und wir starten mit den Sachen. Und zwar hier vorne, Micha, wir zeigen euch das mal. Das fand ich so niedlich. Ein kleines Vogelhaus. Und das habe ich in einem wirklich günstigen Discounter. Ich weiß gar nicht, ich glaube 5,99 € oder so habe ich dafür bezahlt. Und das war, finde ich, wirklich entzückend. Das ist nur mit Holzstücken gemacht und dann ein bisschen Moos schon reingelegt. Und das fand ich wirklich fantastisch. Und dann geht es weiter. Dann brauchen wir heute unser Sedum. Und da gucken wir einfach mal heute mit der Größe. Ich habe mir 2 große Töpfe besorgt, wo wirklich auch kleinere Babys drin sind. Und ach, guck, die beiden. Das sind auch nochmal so Bambino-Gewächse. Und einmal dieses finde ich mit den grünen Tönen wunderschön. Und ich denke, das passt heute in diese Deko rein. Dann haben wir die Heißklebepistole und ganz wichtig heute unser Moos. Und da habe ich jetzt tatsächlich noch das getrocknete Moos, was ich hatte, und unser Dschungel oder spanisches Moos. Und hier oben von unserer Weide, genau, restliche Zweige. Und ich würde sagen, es geht los. Und los geht's. Schild kommt mal eben weg. Und das Moos. Wir nehmen jetzt die Heißklebepistole und werden, mal eben gucken hier, schon mal das Moos nehmen und Heißkleber ranmachen. Und hier das komplette Dach richtig schön mit dem Moos bestücken. Guck mal, Micha, wir zeigen das hier nochmal. Ich werde das jetzt einfach hier oben rauf machen und richtig gut mit dem Moos bestücken. Ich werde das jetzt auch erstmal so trocken lassen. Und nachher, wenn das Sedum drauf ist, dann wird es richtig schön befeucht, weil das ist sehr praktisch, weil die Pflanzen sich dann nachher nämlich super die Feuchtigkeit aus dem Moos ziehen können. Und das ist natürlich perfekt für die Sukkulenten. Dieses Vogelhaus ist natürlich perfekt, weil ich würde mal sagen, das ist wie ein Flachdach. Normalerweise ist das Vogelhaus sehr relativ spitz oben, aber auch da kann man wunderbar das Moos oben rauf machen und bis nach unten hinweg. Was ich diesmal nicht gemacht habe, was man aber machen kann, ein Stück Plastik raufkleben und dann das Moos. Aber ich habe gedacht, ich lasse es jetzt ganz natürlich und klebe es jetzt hier einfach auf das Holz rauf. Jetzt könnt ihr wunderbar mit dem Dschungelmoos euch ja so ein bisschen Highlights setzen. Und ich finde das ganz schön, wenn es so vorne an ein bisschen angeklebt wird. Und auch hier oben drauf ist es natürlich wunderbar. So haben wir ein bisschen grün, ein bisschen, ich würde mal sagen, grau. Und da haben wir eine tolle, natürliche Mischung. Und das mache ich jetzt hier noch mal so ein bisschen oben drauf. Nun zeige ich euch das mal. Ich finde, gerade hier, auch mit dem Moos, was schon vorher war, finde ich, passt das sehr gut.
Aber trotz alledem werde ich jetzt von unserem Moos noch ein bisschen nehmen. Und das hier, na gut, da ist ein bisschen ein Spruch, aber hier werde ich noch ein bisschen rankleben. Kuschelig, oder? Ja. Finde ich auch. Wie auf dem Baum, Natur. Genau. Und da kommt es ja auch hin. Und was ich jetzt noch richtig gut finde, ich werde jetzt mal eben die Äste holen. Und der Weidenast, der ist normalerweise vom Winter, aber ich finde, er ist jetzt hier unten gerade ein bisschen abgebrochen, aber ich werde mir den hier hinten einmal ein bisschen so, ja, ich würde mal sagen, so ist es ganz gut. Und ihr könnt einmal gucken, jetzt haben wir noch so richtig schöne Höhe nach oben und ich finde das sehr dekorativ und werde jetzt den Heißkleber hier an diesen Punkten an das Vogelhaus ranmachen und den Ast befestigen. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었어 색이 Für die Festigkeit werde ich jetzt, wo der Ast schon mal am Haus dran ist, noch mehr Heißklebe nehmen und von oben hin noch Heißklebe richtig toll fest oder rauf machen. Und damit das nicht so hässlich ist, kommt da jetzt natürlich das Moos. Guck mal, super fest, also ist wirklich perfekt. Und ich drehe das jetzt einmal um. Und so sieht das jetzt aus. Ich bin jetzt noch mal eben schnell unten gewesen und habe mir ein bisschen Rinde von der Birke abgebrochen, weil ich habe mich dazu entschlossen, die hier einfach noch mit dran zu machen. Und ich werde das jetzt hier so seitlich am Häuschen noch mal richtig toll fixieren. Dann nehme ich die erste kleine Pflanze und werde wie immer die Erde richtig schön abmachen und die Wurzeln breche ich mir jetzt auch noch mal so richtig gut auf. Ich zeige euch das noch mal eben, weil dann kann man sehr flexibel mit den Wurzeln die Pflanze nämlich einarbeiten. Und das mache ich jetzt. Ich lege mir die hier auf die Rinde. Das ist schön, oder? Ja. Finde ich auch. Und die andere grüne Pflanze mache ich genauso. Und hier könnt oben in der Infobox mal gucken, da hatten wir die Baumwurzel auch so gemacht. Und das lege ich mir jetzt hier hinten rauf, dann bekommen wir richtig tolle Höhe und mache jetzt hier nur ein bisschen Erde rauf, mache die dazwischen und den Rest fülle ich mir jetzt mit Moos. Die Seite haben wir fertig. Ich finde das wirklich richtig, richtig schön. Diese ganzen Grüntöne finde ich perfekt. Allein die kleinen Blätter hier finde ich fantastisch. Kann man das sehen, Michael? Wir zeigen, Sehr gut. ja, ne? Wir zeigen euch das nochmal. Und erfahrungsgemäß wachsen die Blumen hier perfekt. Wie gesagt, auf der Baumwurzel klappt es immer noch super. Und jetzt kommt das Sedum, die Sukkulenten. Und die nehme ich mir jetzt wie immer aus dem Topf, entferne die komplette Erde, weil jetzt brauche ich wirklich nur noch hier die Blüten, beziehungsweise ja, und da werde ich jetzt gucken, dass wir die ganz vorsichtig, ich brauche eine Schere, da habe ich jetzt so eine kleine Schere, das ist ganz praktisch von Bonsai, da habe ich so ein kleines Set und guck mal, diese hier, die mache ich schon mal ab. Diese verwelkten und trockenen Blätter entferne ich und dann komme ich mit der Schere und schneide mir das hier einmal ab. Dann nehme ich den Heißkleber und da bin ich ein bisschen vorsichtig. Da gehe ich nicht direkt an das Sedum ran, weil sie können über 70 Grad nicht so gut ab und werde hier jetzt nach und nach einen kleinen Klecks
auf das Moos machen, ein bisschen abwarten und dann das Sedum darauf kleben. Und das mache ich jetzt mit den anderen auch. Ich habe jetzt hier die große Blüte mal abgemacht von den ganzen kleinen. Also es sieht wirklich nicht schön aus. Hier sind ganz viele Blätter, die einfach vergammelt sind. Die zupfe ich jetzt alle ab und werde jetzt so hier noch einen Rest und nehme jetzt hier die Blüte und setze mir die hier oben auch mit drauf. Ich glaube, diese Position ist gut. Nehme mir den Kleber, warte ab, lasse es abkühlen, setze es rauf und fülle es hinten mit Moos wieder auf. Weil ich werde definitiv, dieses Vogelhaus ist sehr, sehr geschützt. Das heißt, es kommt nicht von oben das Wasser und ich kann wieder super mit der Spritze das Moos befeuchten, dass das Sedum sich die Feuchtigkeit aus dem Moos rausnehmen kann. I think I get a bit addicted. It's the fear to get afflicted. But nothing. Hier zeige ich euch das nochmal. Hier sieht man, guck mal, Micha, kann man das sehen? Da sind so die ganz kleinen Wurzeln und da cutte ich mir das jetzt einfach hier unten ab und habe jetzt hier die schönen kleinen Wurzeln und werde, wenn ich das jetzt hier anklebe, genau, ich nehme hier diese Stelle und jetzt die andere Seite, warte einen kleinen Moment und befestige sie hier. Ich hatte jetzt auch das grüne Sedum genommen, was ein bisschen grüner ist, aber guck mal, wie wunderschön das Sedum mit dem Grün und dann das spanische Moos und das grüne Moos. Und ich finde, dieses Farbspiel finde ich fantastisch. Also es ist wirklich ganz natürlich und es macht wirklich Spaß, das so zu dekorieren. Jetzt muss ich Finnick mal eben wegnehmen. Genau, Manni ist nämlich unten am Schlafen und jetzt ist Finnick hier oben, ne? Aber du musst runter. Du hast einmal Hallo gesagt und dann geht es weiter. Guck mal, wie wunderschön die kleinen Babys, die da alle dranhängen. Hier werde ich einfach da unten das abschneiden. Hier haben wir die ganzen Wurzeln. Die alten mache ich auch noch mal ab und auch die kommen jetzt hier rauf. Perfekt, es ist fertig, oder? Sehr schön sieht das aus, wirklich. Also wenn sich da das Vögelchen nicht wohlfühlt, dann weiß ich auch nicht. Also gefällt mir wirklich richtig gut. Und ich möchte jetzt noch mal einen Tipp geben. Ich drehe es einfach mal um. Ihr könntet jetzt, weil ich weiß, dass viele auf Lichterketten stehen, das tue ich auch. Man könnte jetzt hier hinten das Batteriefach ranmachen. Es gibt ja auch ganz viele Outdoor-Lichterketten. Und hier einfach in den Ast hinein, immer mit der Drahtlichterkette rundherum. Und dann habt ihr nochmal so richtig schönes Licht. Und mir gefällt es wirklich gut. Wir haben schon einen Platz und ich würde sagen, wir hängen es auf. Jawohl, machen wir. Und da hängt es jetzt richtig schön hier geschützt unterm Baum. Und da ist es, unser kleines Vogelhäuschen, etwas dekoriert für ein oder zwei kleine Vögel. Und ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass euch dieses Thema gefallen hat, dass wir euch inspirieren konnten mit dieser Vogelhausdeko. Dann gerne einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert uns, dann würden wir uns sehr freuen. Folgt uns auf Facebook, auf Instagram, auch das finden wir total klasse. Danke für die lieben Kommentare, danke für die tollen Bilder, danke für das Feedback. Wir sind wirklich begeistert und freuen uns jedes Mal. Oder Micha? Ja, sehr sogar. Ganz tolle Kommentare. Vielen Dank nochmal. Wirklich super Kommentare. Genau. Also ihr Lieben, wir freuen uns bis auf die Tage mit euch und für euch zu dekorieren. Eure Conny und... Euer Micha, der Kameramann. Genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Whoa.